Hallo und herzlich willkommen zu diesem Video. In diesem Video möchte ich auf die neue Designvariante des Paneels eingehen. Ich habe hier, wie gewohnt, bei den Designvarianten eine neue dazu bekommen. Bei dieser habe ich hier, wie gewohnt, natürlich die Möglichkeit, dies aus einer Skizze zu machen oder so wie hier in diesem Fall mit Profilen. Ich habe mir hier einfach mal 4 Profile, also 2 Pfosten und 2 Riegel eingebaut und habe die hier einfach mal auch in einer schrägen Form dargestellt. Das heißt, der Riegel ist jetzt schräg. Jetzt habe ich hier die Möglichkeit zu sagen, ich will die Profile auswählen. Das heißt, ich wähle mir hier einfach die Profile nach der Reihe aus, in welche ich das Panel einbauen möchte. Ich habe hier im ersten Schritt die Möglichkeit, die Panelart zu wählen, entweder mit Blech oder mit einem Glas, was ich auch jederzeit nachträglich ändern kann. Ich möchte hier im ersten Schritt einfach mal dieses Panel einfach einbauen, damit man dies einfach mal sieht. Ich habe dies hier einfach mit einer Grundeinstellung eingebaut und möchte hier auch gleich eine Schnittansicht erzeugen. Diese lege ich hier durch und mache hier einfach mit einer Schnitttiefe von 150 mm den Schnitt. Man sieht hier, automatisch wurde mir mein Panel erzeugt mit den Einstellungen, die ich hier gewählt habe. Hier muss man sehen, dass das Panel auch an der richtigen Stelle außen ist. Dadurch ich hier die Innenseite von der Stärke her oder die Stärke des Panels noch nicht geändert habe, ist es hier außen belegt. Ich kann dies natürlich jederzeit auch editieren und ändern und die Werte einstellen. Wir haben uns bewusst dazu entschieden, dass wir hier nicht die Stärken, welche hier von den Glasstärken aus Logical genommen werden, nur zwingend annehmen, weil ja es sein kann, dass ich hier auch Dichtungen entferne oder eine andere Profilaufbau haben möchte. Somit bin ich hier viel freier in der Konstruktion. Ich habe natürlich hier auch die Möglichkeiten, die Werkstoffe, sprich Dämmungen einzustellen, Beschichtung innen und außen, ob ich hier auch eine Isolierung haben möchte, das heißt, ob ich das verkleben möchte, das kann ich hier alles einstellen, wie die thermische Trennung gemacht werden soll, wo sie getrennt werden soll, ob sie vollflächig ist, ob ich Schrauben haben möchte, das heißt, ich möchte hier auch gleich beidseitig geschraubt haben, kann natürlich diese auch einstellen und mit OK ändere ich hier einfach mal dieses Panel. So, man sieht hier, dass ich schon automatisch die Verschraubungen drinnen habe. Ich habe natürlich hier jetzt einen sehr kleinen Raster gewählt, weil ich dies noch nicht eingestellt habe. Diesen kann ich jedoch jederzeit ganz einfach ändern. Das heißt, ich kann natürlich auch hier im 3D-Modell dies erzeugen und kann sagen, zum Beispiel, ich möchte hier natürlich einen viel größeren Abstand haben und dies natürlich auf die andere Seite auch ändern. Mit Vorschau kann ich diese Vorschau natürlich auch jederzeit aktualisieren. So, jetzt habe ich hier dieses Panel einfach mal so erzeugt und ich möchte natürlich auch andere Panelvarianten haben. Das heißt, ich habe hier im ersten Reiter auch die Möglichkeit, direkt ein gekröpftes Panel daraus zu erzeugen. Man sieht hier auch schon, dass ich hier irgendeine Einstellungen noch ändern muss. Das heißt, ich habe hier bei der Geometrie jetzt weitere Einstellungen. Man sieht hier, dass ich hier bei den Baustoffen, dass ich hier diese Tiefe noch nicht definiert habe. Die muss einen Mindestabstand haben. Ich möchte hier einfach mal diese Tiefe auf 100 mm abändern. Ich möchte natürlich hier die Möglichkeiten haben, die Halbzeuge auch zu definieren. Das heißt, ich habe hier die Möglichkeiten, diese auch zu definieren und auch zu ändern. Weiters habe ich hier natürlich die Möglichkeit, immer auf die Halbzeuge einzugehen oder ich kann natürlich auch ohne Halbzeug arbeiten und diese Werte auch ändern. Ich lasse mir hier dieses Panel jetzt nochmal einbauen und man sieht sofort, dass ich hier dieses Panel ganz einfach geändert habe. Und so einfach kann ich hier diese Paneele auch erzeugen. Ein wichtiger Punkt natürlich hier ist auch noch dieser, dass ich natürlich jederzeit auch die Geometrie hier anpassen kann, dass ich sage zum Beispiel, ich möchte diese Abstände eventuell kleiner oder größer haben, da ich hier sehr oft auch Konsolen an den Pfosten habe im Zwischendeckenbereich. Das kann ich natürlich jederzeit auch ganz einfach ändern. Jetzt habe ich natürlich fälschlicherweise den falschen Abstand geändert, aber man sieht es, ich kann natürlich dies hier jederzeit in allen Varianten
darstellen und ändern.